Jetzt fangen wir mit dem Spezialprogramm Danke Schweiz und Liechtenstein an. Als erstes von der Tibeterschule St. Gallen einen Kamsche.
산에 상가리 별로 남네 신나 나온들이야 투치나 디젤이야 산에 줄이 별로 남네 신나 가와 상보 시베디 심비난교. Vielen Dank an die Tibeterschule von St. Gallen. Als nächstes von der Tibeterschule Zürich einen Kawa Sangbo. Ma
Sane Zuri Pelo Namne Shenda Nawa de la Tuchi Shui. Flaville Gemende President, Mr. Peter Lugenbull, Ruti Gemende President, Mr. Martin Stockling, Rapperswil Yona Gemende President, Mr. Thomas Buckley, the President of Swiss Tibetan Friendship Associations, and former President Mr. Uli Soltamon, the Swiss Tibetan Friendship Associations, and other distinguished guests and ladies and gentlemen, His Holiness Dalai Lama always says, make new friends, but never forget your old friends. So based on these wise words, the Central Tibetan Administration marked the year 2018 as the year of gratitude. So this past year, the Central Tibetan Administration has held thank you events in various countries around the world, including India, Germany, Canada, Austria, United States, and the most recent one in Australia. However, the thank you celebration in Switzerland is perhaps the most special one, because when Tibetan lost our country and our beautiful mountain, the people and the government of Switzerland said, welcome to Switzerland, we are mountain people just like you. Following Chinese illegal invasion and occupation of Tibet in 1959, His Holiness Dalai Lama, along with some 80,000 Tibetans, were forced to flee to India. The following year, Switzerland set an example by not only becoming the first Western country to welcome Tibetan refugees, but also accepting the country's first non-European refugee. In 1963, it allowed in 1,000 Tibetan refugees in Switzerland. From welcoming the first Tibetan refugees at the Pestalozzi Children's Village in Torgen back in 1960, today the Switzerland proudly hosts the largest Tibetan community in Europe, estimated at around 6,000 to 7,000 Tibetans in Switzerland and Liechtenstein. Switzerland provided a land of opportunity, and in return, Tibetans have shown their successful integration and contributions to local economies. We have
Tibetan Swiss individuals running their own business, working in the government, the private sector, in different NGOs, in the legal profession, and various other fields. At the same time, Tibetan Swiss have kept their Tibetan identity and culture intact. Our cooperative, Weekend Tibetan Circle, is a leading example for Tibetans in exile around the world. Tibetan and Swiss children born and raised here touch the hearts of the many speaking Tibetan who fluently and gracefully. Tibetan around the world looks at the Tibetan Swiss community as a real success story. Switzerland has also been a strong support for Tibetan inside Tibet. The promotion of democracy and human rights make up the core value of the government of Switzerland. And as such, it has consistently voiced concern about the human rights situation inside Tibet. During the recent Universal Periodic Review of China at the UN, Switzerland called on China to respect all human rights of the Tibetan people, including a sustainable environment, which is vital for the enjoyment of a number of these rights. It also cautioned China on the measures being taken to facilitate the visit of United Nations High Commissioners for Human Rights visit to Tibet. So at the same time, when many countries shy away from speaking about human rights, Switzerland has been on the front. On my personal note, I share a special bond with Switzerland and the Tibetan communities here. I have had the honor of serving as the representative of His Holiness Dalai Lama's office and the Tibet Bureau, Geneva, for the last more than 4 years. When my turn comes to an end in a couple of months, it will be tough to say goodbye to all of you. But I know for a fact that the relationship I built with you all in the last 4 years will last a lifetime. I also know that I will live as a proud public servant. I'm proud of our achievement together as a Tibetan Swiss community. I'm proud of our thriving Tibetan Swiss culture. I'm proud of our contributions to the Swiss community. I'm proud of the beautiful diversity we bring to this beautiful country. At the last, today we are all in Switzerland to thank the people and the government of Switzerland for your kind hospitality towards the Tibetan for the last several decades. Soon we shall be in Tibet with His Holiness Dalai Lama, presiding over the Potala Palace, and we shall honestly welcome our Swiss brothers and sisters with our open arms in return. Last but not the least, I, on behalf of the Central Tibetan Administrations and the Tibetan Bureau, Geneva, thank you once again, Switzerland. Danke schön und danke Liechtenstein. Thank you.
공원촌의 토지림비다자는 송신나원들이야 토치슈이 단도 디젤이야 산에 플라빌 다 우즈비 별업 gem바네 시나 초숨 시바 심비난규 Vielen Dank, Herr Nyudrup Dorje. Als nächstes tritt die Tibeter-Schule von Flaville einen Chuksum vor.
sana flavi ta uzbi philop gembanamne shina nawandila thuchena di jelya sane rapasvi yona thang rudik philo namne shina kongshe emachi so shibati simbinangyu. Vielen Dank an die Tibeterschule von Aflaville und Uzwil. Als nächstes tritt die Tibeterschule von Rapperswil, Jona und Rüti einen Gongche auf, und zwar Emma Jiso.
Sane Rabasvi Yona da Rudi Loma namne shina nawandelia tuchi shui. Di jelia Mima Zoshun Chone Sungshanangyu. Vielen Dank an die Tibeterschule von Rapperswil und Jona und Rüti. Als nächstes hält Herr Pünso Chokshamba eine Ansprache. Nanzugi Tushende Kaptu Chigeda Mise Susle Shuguyoza Nege Trinde Jamentole Shushana Samjo. Schenkutis Kaguyorwa. Danke Schweiz, merci Suisse, grazie Svizzera. 1959, wo wir das Land verloren haben und seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama, haben müssen flüchten. Genau in dieser Zeit, in der dunkelsten Zeit von unserer Geschichte, hat die Schweiz etwas Einmaliges geleistet und der Bundesrat hat dazu mal beschlossen, uns zu helfen und 1000 Tibeter aufzunehmen. Und diesen Beschluss umgesetzt haben dann die Gemeinde und das Schweizerische Rote Kreuz. So haben wir die schweizerische Hilfe praktisch vom Anfang an, seit wir das Land verloren haben, können geniessen. Und es war insofern eine Pionierleistung gewesen, weil die ganze westliche Welt eigentlich kaum Notiz genommen hat von uns. So hat dann der Bundesrat via Medien verlauten lassen, dass die Tibeter jetzt dann kommen und die Bevölkerung oder respektive Gemeinden und Industriellen aufgerufen, wenn sie Bedarf haben an Arbeitskräften, sollen sich doch beim Bundesrat melden. So haben sich die Industriellen sich Bundesrat gemeldet. So sind die Siedlungen, Tibeter-Siedlungen, Anfang 60er, 70er Jahre dort entstanden, wo es Arbeit gehabt hat und Industrien. Das sind zum Beispiel hauptsächlich in der Textilindustrie gewesen. Und die Sektionen sind zum Beispiel in Flawil, in Münchwilen, in Waldwil, in Langquart, in Glarus, Rapperswil-Jona, Wäderschwil, Horgen und im Töstal. Rikon in Töstal war noch speziell. Die Kuhnfamilie hat nicht nur uns eine Arbeit und Unterkunft geboten, sogar eine geistige Heimat geschaffen. Sie haben das Tibet-Institut gegründet und dieses Jahr haben wir 50-jähriges Jubiläum gefeiert und seine Heiligkeit war da gewesen. So sieht man eigentlich, wie stark die Hilfe war von der schweizerischen Bevölkerung. Leider ist die Situation immer noch nicht besser in Tibet. Durch das sind in den letzten 15 Jahren zusätzliche Flüchtlinge in die Schweiz gekommen und unsere Gemeinschaft ist jetzt nicht nur in der Ostschweiz orientiert, sondern in der ganzen Schweiz verteilt. Wir zählen momentan 25 Sektionen und die 25 Sektionen wählen dann alle 3 Jahre unter Aufsicht von einer Wahlkommission einen Sektionsleiter. Und wir sind strukturiert wie eine kleine Gemeinde und wir haben auch die Tibeterschule, wo wir heute Haufen Tänze gesehen haben, sind etwa 300 Schüler. Wir haben eine Folkloregruppe, die ihr nachher auch werdet geniessen und ganz am Anfang die Begrüßungslieder gesungen hat. Und wir haben auch eine Zeitschrift. Durch den Zuwachs von der Grösse von der Bevölkerung, wo wir jetzt knapp 7000 Leute zählen, sind auch Arbeit und Probleme mitgewachsen. Und wir haben momentan ein bisschen Mühe mit dem nebenamtlichen Job, das alles zu bewältigen.
Und finanzieren tun wir unsere Gesellschaft momentan so. Wir haben zwei Hauptanlässe, das ist die heutige und der Geburtstag von seiner Heiligkeit. Und aus dem Gewinn tun wir uns finanzieren. Jetzt durch die Grösse von unserer Gemeinschaft geht das nicht mehr. Und weil wir auf der ganzen Schweiz jetzt verstreut sind, haben wir in unserer Legislatur, ich bin 6 Monate im Amt, ich habe noch 2,5 Jahre, wir haben uns das Ziel gesetzt, ein Begegnungszentrum zu eröffnen und Mitgliederbeiträge, sodass wir finanzielle Stabilität haben. Zusätzlich wollen wir noch einen Teilzeit-Mitarbeiter anstellen, sodass wir die ganze Arbeit bewältigen können. Sie sehen, wir sind weiterhin auf Ihre Hilfe angewiesen. Trotzdem möchte ich aber für die letzten 50 Jahre herzlich bedanken im Namen der Tibeter Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein. Merci Suisse, danke Schweiz, grazie Svizzera. 미마 조진촌에 수제 나와라 토치나 디젤이야 산에 주리 정부 구숍 헤어 리크스라 마리오 페르촌에 수제 난규 Es ist uns eine große Ehre, Herrn Mario Fehr als unseren ersten Sprecher des heutigen Abends vorzustellen. Herr Regierungsrat Mario Fehr ist Sicherheitsdirektor des Kantons Zürich. Wir alle kennen Herrn Mario Fehr. Er ist quasi ein Superstar für uns Tibeter und Tibeterinnen, jung und alt. Wir kennen Herrn Fehr als langjährigen, engagierten und loyalen Freund von Tibet. Als Nationalrat hat er sich über die vielen Jahre als Präsident der parlamentarischen Gruppen für Tibet eingesetzt. Wir konnten uns immer auf die Unterstützung von Herrn Fehr verlassen, ob im Parlament, an Kundgebungen, bei Besuch seiner Heiligkeit oder bei verschiedensten Feierlichkeiten. Herr Fehr, wir sind Ihnen sehr dankbar für diese langjährige Freundschaft. Ein großes Dankeschön für Ihre finanzielle, politische und moralische Unterstützung über all diese Jahre. Danke für alles, was Sie für das tibetische Volk getan haben. Einen großen Applaus bitte. Merci vielmals. Honorable Representative of His Holiness the 14th Dalai Lama, it's a great pleasure to have you here today. And we all are already a little bit sad because of the departure of you, which will come very soon. And it will be a very sad day, at least for us. Sehr geehrter Herr Abt, die Herren Gemeindepräsidenten von Flawil und Rüti, Herr Stadtpräsident, geschätzte Verantwortliche der Tibet-Organisationen, des Tibet-Instituts, werte Freundinnen und Freunde Tibets, geschätzte Gäste. Thank you so much for the invitation for this evening. If I have the chance to come to you, wenn ich zu Ihnen komme, I never feel as a guest, so I always feel as part of the family. Thank you so much. Als gebürtiger Schweizer finde ich es sehr spannend, sehr aufregend, wie Sie sich seit dem Beginn der 60er Jahre, und mein Vorredner hat die Geschichte erzählt, wie Sie sich niedergelassen haben in Rikon, in Horgen, in Rüti, in Flawil, in Rapperswil, in vielen anderen Gemeinden, finde ich die Geschichte faszinierend, wie Sie sich hier in der kürzesten Zeit integriert
haben, wie sie akzeptiert worden sind. Wenn ich beispielsweise an ein Turmfest im Töstal gehe, dann sehe ich dort den gewählten Parlamentarier des tibetischen Exilparlaments. Ich sehe dort Champo an einem Momo-Stand inmitten eines schweizerischen Turnfestes, und es gibt nicht viel Schweizerisches als ein Turnfest, und er steht dort und niemand, aber auch niemand findet das etwas Besonderes, sondern es ist ganz, ganz natürlich. Sie sind auf eine ganz natürliche Art und Weise unsere Nachbarn und Freundinnen und Freunde, ein Teil von uns geworden. Geschätzte Anwesende, liebe tibetische Freunde, viele von Ihnen haben inzwischen den Schweizer Pass, andere nicht, aber alle, all of you are part of this country. Thank you so much for that. Und ich muss Ihnen sagen, es ist nicht immer einfach, sich in die Schweiz zu integrieren. Und ich habe mich gefragt, wieso Sie das so überdurchschnittlich gut geschafft haben. Ich habe 5 Gründe gefunden. Der erste Grund ist, glaube ich, und wir haben das diesen Sommer wieder gespürt, dass seine Heiligkeit da war. Der erste Grund ist für mich, dass es früh gelungen ist, hier in der Schweiz eine religiöse Stätte zu schaffen, das Tibet-Institut, ein Kloster zu schaffen, das ein Kristallisationspunkt des tibetischen Lebens hier in der Schweiz ist. Ich möchte noch einmal ganz herzlich danken für alles, was ihr diesen Sommer, Herbst gemacht habt, geleistet haben, die 4 Tage mit seiner Heiligkeit. Ich glaube, sie werden für uns alle unvergesslich bleiben. Merci vielmals. Ich möchte zweitens die Tibet-Organisationen loben. Ich glaube, die Tibet-Organisationen, die Jungen, die Frauen, diejenigen, denen auch Leute wie ich Mitglied werden können, die Tibeter-Gemeinschaft, sie alle haben es geschafft, in einer intelligenten Aufgabenaufteilung an viele Menschen hier zu gelangen und gleichzeitig innerlich zusammengewachsen und gestärkt worden. Diese Tibet-Organisationen, das sehen wir auch heute, wieder 1500 Leute, eine perfekte Organisation. Danke vielmals für eure Arbeit. Der dritte Punkt, und ich sage das ganz bewusst, weil wir 2 Gemeindepräsidenten und einen Stadtpräsidenten hier haben. Integration. Integration findet nicht in kantonalen Regierungen statt, auch nicht in Festschriften, auch nicht in wohlklingenden Integrationspapieren. Integration findet dort statt, wo die Menschen leben, in den Gemeinden, und ich danke den Gemeindepräsidenten, dem Stadtpräsidenten und auch allen anderen Gemeindepräsidenten, die sich anerboten, die bereit waren, diesen Integrationsweg mit den Tibeterinnen und Tibetern gemeinsam zu gehen. Danke vielmals, ihr wart erfolgreich. Und wenn ich gesehen habe, wie stolz der Stadtpräsident von Rapperswil, wie stolz der Gemeindepräsident von Flawil bei diesen Darbietungen waren, am liebsten hätten sie mitgetanzt, aber sie haben sich nicht getraut. Der vierte Punkt, und ich glaube, jetzt wird es entscheidend. Ich glaube, die Schweizerinnen und Schweizer waren bereit, die Tibeter willkommen zu heißen, aber Integration geht immer nur dann, wenn diejenigen, die in eine Gesellschaft integriert werden wollen, werden sollen, wenn diese auch bereit sind. Und ich muss euch ein Riesenkompliment machen. Die Tibeterinnen und Tibeter haben so viel beigetragen zu dieser Gesellschaft, haben so viel bewirkt, haben sich so sehr angestrengt, ein Teil der Schweiz zu sein, dass eben heute nicht nur ihr uns Danke
sagen dürft oder müsst, sondern auch ich euch Danke sage. Eure Integration, eure Bemühungen, euer Willen, was ihr erreicht habt in diesen 50 Jahren, ist einzigartig. Darum ein Merci von mir an euch. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen 5. Grund, und dieser 5. Grund, den habt nur ihr. Der 5. Grund ist seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama. Ich glaube, dass der Dalai Lama weltweit, und wir haben das in diesen Tagen, als er hier gewesen ist, wieder gespürt, dass er weltweit, auch hier in der Schweiz, ein Türöffner ist, ein Herzenöffner ist, einer, auf den wir uns alle verlassen können, der mit großer Weisheit auch immer wieder die tibetische Gemeinschaft hier in der Schweiz angewiesen, geleitet, beraten, zur Seite gestanden ist. Ich freue mich sehr, deshalb nachher seinem Vertreter hier, der 36 Jahre für die Administration gedient hat, 4 Jahre hier in der Schweiz, mit dem ich eine gemeinsame Reise nach Dharamsala machen durfte. Du erinnerst dich, ich habe seine Tochter im Schulunterricht gesehen in Dharamsala. Uns verbindet viel. Ich glaube, er hat so viel geleistet, dass ich ihm nachher gerne stellvertretend für euch alle eine Kata überreichen möchte. Geschätzte Tibeterinnen und Tibeter, eure Anliegen dürfen auch in Zukunft auf unsere, auf meine, auf die schweizerischen Unterstützungen hoffen. Selbstverständlich. Dashidele, ich wünsche euch eine wunderbare Feier. Lang lebe die schweizerisch-tibetische Freundschaft, lang lebe seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama. Merci vielmals. Sane Zongbu Mario Fichone Susha Namadelia Tuchinangs Dijelia Sane Soloton Pulo Namne Shina Gorshe Dangawa Shi Simbinangyu. Vielen Dank, Herr Mario Fair. Als nächstes gibt es von der Tibeterschule Solothurn eine Tanzdarbietung Gorshe und Gawala. So
Sane Solodon Pulonam Nation Nawalaya Tuchi Shui. And Tijelia Sane Flavi Gunzi Kusho Her Elma Metzger Gemeinde Präsident Flavi Chone Sungshenangyo. Vielen Dank an die Tibeterschule von Solothurn. Nun haben wir die Ehre, einen weiteren Sprecher des heutigen Abends vorzustellen, Herr Elmar Metzger. Herr Metzger ist Gemeindepräsident von Flawil. Vor über 50 Jahren wurden die ersten Tibeter mit offenen Armen in der Gemeinde Flawil willkommen geheißen. Heute lebt eine große tibetische Gemeinschaft in Flawil und hat dort seine zweite Heimat gefunden. Die Gemeinde leistet finanzielle Unterstützung der tibetischen Schulen vor Ort und stellt großzügige Räumlichkeiten für die tibetischen Kurse zur Verfügung. Letzten September hat Herr Metzger den Kultur- und Religionsminister der tibetischen Exilparlaments, ehrenwürdiger Garma Gele Yudo, in seiner Gemeinde eingeladen. Wir wissen sowohl diese Geste als auch die allgemeine Aufgeschlossenheit und die Nähe zu unserer Gemeinschaft und die Förderung unserer Sprache und Kultur äußerst zu schätzen. Wir danken uns herzlich für diese sehr wertgeschätzte Unterstützung unserer Gemeinde. Vielen Dank und merci. Einen großen Applaus bitte. Ehrwürdiger Abt des Tibet-Instituts Rikon, geehrte Mitmönche des Klosters Rikon, sehr geehrte Mitglieder des tibetischen Exilparlaments, sehr geehrter Herr Repräsentant seiner Heiligkeit des Dalai Lama, sehr geehrter Herr Präsident und Herr Vizepräsident der Tibeter-Gemeinschaft der Schweiz und Liechtenstein, sehr geehrter Herr Regierungsrat, geschätzte Kollegen aus Städten und Gemeinden, liebe Gäste. In den 60er Jahren war die Schweiz das erste europäische Land, das tibetische Flüchtlinge aufnahm. In einem Charterflugzeug des IKRK, das Medikamente nach Nepal gebracht hatte, landeten am Mittwochabend, den 25. Oktober 1961, die ersten 22 tibetischen Flüchtlinge in Kloten. Das ist nun schon mehr als 57 Jahre her und ich hoffe, dass einige dieser Personen heute noch unter uns, ja vielleicht sogar hier im Saal sind. 2 Jahre später, Ende März 1963, bewilligte der Bundesrat die Aufnahme von weiteren 1000 tibetischen Flüchtlingen. Das Schweizerische Rote Kreuz und der Verein Tibeter Heimstätten kümmerten sich um sie. Auch die Gemeinde Flawil im St. Gallischen Fürstenland mit damals rund 8000 Einwohnerinnen und Einwohnern stand vor der Frage, ob sie tibetischen Flüchtlingen eine neue Heimat geben will. Einer der größten Arbeitgeber des Dorfes, die Habis Textil AG, expandierte und es wurden Arbeitskräfte gesucht. In der Chronik unserer Gemeinde, die übrigens heute 10.500 Einwohnerinnen und Einwohner zählt und sich deshalb Stadt nennen dürfte, dies aber als Ausdruck der Bescheidenheit nicht will, in dieser Chronik steht im März des Jahres 1965 geschrieben: Auch in Flawil werden sich in Kürze 2 Tibeterfamilien ansiedeln. Die Wohn- und Arbeitsbewilligung ist vom Gemeinderat erteilt worden. Und nur wenige Monate später, im August 1965, findet sich wiederum ein Eintrag in der Chronik, der lautet: Das Schweizerische Rote Kreuz hat um die Aufenthaltserlaubnis für 7 weitere Tibeter nachgesucht und diese ist vom Gemeinderat bewilligt worden. In dieser Chronik finden sich aber auch mehrere Einträge, die eine weniger gastfreundliche Entwicklung unseres Landes dokumentieren. Denn die Schweiz tat sich offensichtlich schon damals schwer mit Einwanderern und in der Folge beschloss der Bundesrat gar eine Reduktion des Fremdarbeiterbestandes. Mit diesem Hintergrund dürfen die Entscheide zur Aufnahme tibetischer Flüchtlinge ganz gewiss als Akt der Solidarität und als ein Zeichen der Nächstenliebe verstanden werden.
Übrigens, beim Lesen der Chronik unserer Gemeinde ist mir so nebenbei noch etwas aufgefallen. Das Jahr 1965, also das Jahr der Ankunft der ersten Frauen und Männer aus dem Tibet, war ein überaus nasses Jahr. Es regnete außerordentlich oft und weite Teile der Schweiz standen über längere Zeit unter Wasser. In den folgenden Jahren haben sich die Flüchtlinge mit aller Kraft um eine Integration in unserer Gesellschaft bemüht. Als Flawil im Jahr 2008 sein 1150-jähriges Bestehen feiern durfte, wurde auch ein dickes Buch über die Geschichte unserer Gemeinde verfasst. Darin steht geschrieben: Der Buddhismus hielt mit der seit 1965 aktiven Tibetergemeinschaft Flawil-Uzwil Einzug in unserem Dorf. Wenn auch keine eigentlichen Räumlichkeiten oder Sakralbauten im Dorf zu finden sind, so hinterlassen die kulturell selbstbewussten Tibeter doch bemerkenswerte Spuren im Dorfbild. Stets liebenswürdig ist ihr Auftreten und die sporadisch präsenten buddhistischen Mönche oder die Gebetsfahnen und religiösen Rituale im dorfnahen Wald sind uns vertraut. Zitat Ende. Heute leben in Flawil etwa 90 Personen tibetischer Herkunft in rund 30 Familien, teilweise bereits in dritter oder gar vierter Generation. 18 Schülerinnen und Schüler besuchen in 3 Klassen die im Jahre 1974 gegründete Tibeterschule. Außerdem gibt es einen tibetischen Jugendverein, einen tibetischen Frauenverein und sogar einen Fußballclub namens Potala. Und nehmt euch in Acht, liebe Fußballfreunde, die Spieler von Potala, die können ganz gut mit dem Ball umgehen und wurden in diesem Jahr sogar Meister. Sie sehen, sehr geehrte Damen und Herren, die Flüchtlinge von damals bzw. ihre Nachkommen haben sich außerordentlich gut in die schweizerische Gesellschaft integriert. Noch nie habe ich von Problemen mit Tibeterinnen und Tibetern in Flawil gehört. Ganz im Gegenteil. Ohne unsere Freunde mit tibetischen Wurzeln würde der Schweiz etwas fehlen. Heute ist es ohnehin ganz anders als damals. Es ist genau umgekehrt. Im Jahre 1965 regnete es das ganze Jahr über wie aus Kübeln und im Jahre 2018 herrschte im ganzen Land eine große Trockenheit. Das Klima hat sich gewandelt, aber noch etwas hat sich gewandelt. Im Jahre 1965 kamen Tibeterinnen und Tibeter als Flüchtlinge in die Schweiz und heute dürfen wir uns auf Augenhöhe begegnen. Ja, es ist auch hier umgekehrt. Heute haben die Schweizerinnen und Schweizer großen Respekt gegenüber den Menschen mit tibetischen Wurzeln, weil es ihnen gelungen ist, sich einerseits nahtlos in unsere Gesellschaft zu integrieren und andererseits ihre Kultur zu bewahren. Eine Kultur, und das haben wir Schweizer freilich erst viel später bemerkt, eine Kultur, von der wir viel lernen können. Eine Kultur, die uns kaum zugänglich ist, aber von der wir spüren, dass sie den Menschen Wegbereiter zu einem friedlichen und glücklichen Leben sein kann. Dies durfte ich in diesem Jahr selbst erfahren. Mir fiel die außerordentliche große Ehre zu, am 5. Juli den Minister für Religion und Kultur der tibetischen Exilregierung in Indien, den ehrwürdigen Karma Gelek Yutok, in Flawil begrüßen zu dürfen. Begleitet wurde er durch den Repräsentanten des Dalai Lama für Zentral- und Osteuropa, Herrn Nudub Dorje, sowie durch den Präsidenten und durch den Vizepräsidenten der tibetischen Gemeinschaft in der Schweiz. Diese Begegnung, die aus Anlass des 83. Geburtstags seiner Heiligkeit des Dalai Lama erfolgte, hat mich tief beeindruckt. Sie zeigte mir auf, wie vielfältig doch unsere Welt ist und wie schön es ist, wenn sich Menschen in Vertrauen begegnen, wenn sich Menschen zuhören, wenn Menschen voneinander lernen und über das Leben anderer staunen.
Es tut einfach gut zu wissen, dass es auf unserer Welt viele Menschen gibt, die sich nicht fragen, wie es um ihr eigenes Wohl steht, sondern sich um das Wohl anderer kümmern. Genau dasselbe wunderschöne Gefühl durfte ich dann erneut anlässlich des Besuchs seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama am 22. September in Winterthur spüren. Ein Erlebnis, das noch lange in meiner Erinnerung bleiben wird. Dafür, liebe Tibeterinnen und Tibeter, und für euren so wertvollen Beitrag als Teil unserer Gesellschaft, dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Und ich wünsche der Tibetergemeinschaft in der Schweiz und Liechtenstein und seiner Heiligkeit, dem 14. Dalai Lama, für die Zukunft alles Gute, vor allem gute Gesundheit. Danke. Sane Flavi Gunzi, Mekazi Chone, Sungsha Nawandelia, Yingtabane Tuchi Shui. Dijelia Sane Argo Pulop Gambane, Shena Amshe, Mangre Pomo, Shebadi Simbunangui. Herzlichen Dank, Herr Elmar Metzger. Weiter geht es mit dem Programm mit der Tibeterschule von Aargau. Die werden einen Amdo-Tanz vorführen. Sane Argo Pulo Gembanamne Shena Simbuna Wandelia Tuchi Shui.
Die Jelia Sane Rudi Gunzi Kushab Herr Peter Lügen Bülchone Sungshanangyo. Vielen Dank an die Tibeterschule von Aargau. Nun haben wir die große Ehre, einen weiteren prominenten Sprecher anwesend zu haben, Herr Peter Luckenbühl. Herr Luckenbühl ist Gemeindepräsident der Gemeinde Rüti. Auch Rüti ist wie Flawil ein Ort, an dem viele Tibeter und Tibeterinnen eine zweite Heimat gefunden haben. Die Integration der Tibeter und Tibeterinnen in Rüti ist erfolgreich gelungen. Dies ist besonders auch durch die Unterstützung und der Aufnahmebereitschaft der Gemeinde und der lokalen Bevölkerung zu bedanken. Die tibetische Gemeinschaft in Rüti hat in 2016 das 50-jährige Jubiläum ihrer Ansiedlung gefeiert. An dieser Jubiläumsfeier haben die Tibeter und Tibeterinnen die Anwesenheit und die bewegende Rede von Herrn Gemeindepräsidenten Luckenbühl sehr geschätzt. Herr Luckenbühl, wir danken Ihnen auch herzlich für Ihre Unterstützung und Ihre Solidarität mit dem tibetischen Volk, die in den Jahren immer wieder zum Ausdruck gebracht haben. Danke vielmals und merci. Einen großen Applaus bitte. Hochverehrter Representative seiner Heiligkeit, des Dalai Lama, hochverehrter Abt, hochverehrte Würdenträger sämtlicher Tibet-Organisationen, sehr verehrter Herr Regierungsrat, liebe Kollegen, Gemeindepräsidenten, liebe Tibeterinnen und Tibeter, liebe One Big Family. Wenn es sich gut anfühlt, dann mache es. Geleitet von den Worten seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama bin ich heute nach Bülach zu Ihnen gereist. Sie strecken die Hand aus, um Danke zu sagen für die vielen Hände und Arme, die die Schweizer Bevölkerung vor über 50 Jahren Ihnen zugestreckt, respektive aufgemacht hat, um Sie in der Schweiz zu begrüßen und eine neue Heimat zu geben. Ich sage Ihnen von Herzen Danke für die Einladung zu diesem Fest und freue mich von ganzem Herzen, Ihnen die Grüße des Rüthner Gemeinderates persönlich überbringen zu dürfen. Viel mehr noch sage ich Ihnen aber Danke für über 50 Jahre Integrationsvorbild. Sie sind ein Riesenvorbild für alle Integrationsthemen, die wir haben in unserem Land. Herzlichen Dank. Sie haben es den Schweizerinnen und Schweizern und mit Bezug auf das wunderschöne Dorf Rüti im Zürcher Oberland, also den Rüthnerinnen und Rüthnern, einfach gemacht, sie als Bestandteil unserer Kultur, unseres Dorflebens und in diesem Sinne unseres Alltags werden zu lassen. Vor über 50 Jahren war es das Tibeterheim in Rüti, welches in erster Linie von privaten Händen und von privater Organisation und in zweiter Linie von der öffentlichen Hand finanziert und gebaut wurde, das ihnen ein Dach über dem Kopf und ganz viel Wärme gab. Bekanntlich schreibt sich die Geschichte ja immer wieder neu. Rüti ist gerade dabei, ein Wohnheim für rund 50 Flüchtlinge aus verschiedenen Gebieten der Welt, die voraussichtlich ihr Leben in der Schweiz verbringen werden, zu erstellen. Wohnen ist das eine. Den Willen
und die Leidenschaft aufzubringen, auf eigenen Beinen zu stehen und nicht abhängig zu sein, Respekt und Anstand einer fremden Kultur gegenüber entgegenzubringen, eine neue Sprache zu lernen, Interesse an Menschen zu haben, die anders aussehen und andere Bräuche gewohnt sind, ist das andere. Tibeterinnen und Tibeter und Schweizerinnen und Schweizer sind unverkrampft aufeinander zugegangen und haben bewiesen, dass es kaum unüberwindbare Hürden gibt und dass Integration eben funktionieren kann. Natürlich ist es anspruchsvoller, wenn verschiedene ethnische und religiöse Kulturen gleichzeitig bei uns ankommen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir reden hier von Menschen. Und wenn man mit einem offenen Herzen aufeinander zugeht und Interesse zeigt, funktioniert das in der Regel ganz gut. Und Sie haben das über die letzten 50 Jahre in vorbildlicher Art und Weise bewiesen. In einem fremden Land neue Wurzeln zu suchen, heißt, sich weiterzuentwickeln. Sein eigenes Fundament, seine Gewohnheiten und vor allem seine Traditionen zu bewahren, sind dabei ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne darf ich Ihnen zum zweiten Mal ein Kompliment machen, wie Sie Ihre Gemeinschaft auf eine vorbildliche Art zelebrieren und Ihre Werte bewahren. Sie haben es geschafft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Helfen Sie mit und unterstützen Sie uns bei der Integration der vielen Menschen, die noch weit weg sind von dem, was für sie zu einem attraktiven Alltag geworden ist. Als Vorbild und vor allem mit einem viel besseren Verständnis für Menschen, die das zurücklassen, was wir mit Heimat beschreiben. Ich wünsche Ihnen heute Abend weiterhin ein tolles Fest und freue mich, dass sich die Schweizerinnen und Schweizer und in meiner Eigenschaft als Gemeindepräsident von Rüti die Rüthnerinnen und Rüthner auch in Zukunft inspirieren lassen dürfen von den wunderbaren Menschen aus dem Tibet und vor allem auch von ihrer Kultur. Und ich darf Ihnen sagen, dass es sich für mich sehr, sehr gut anfühlt, heute Abend hier bei Ihnen zu sein. Herzlichen Dank. Sani Gunzi Lüge Bülach Sungshe Nambadeleya Nintamina Tuchi Shui Di Jeleya Sani Rigun Pulop Gema Namne Shina Chamdo Chojin Shebadi Simbu Nangui. Einen herzlichen Dank an Herrn Lukinbühl. Als nächstes wird die Tibeter-Schule von Rikon einen Chamdo Tonje-Tanz vorführen. Sanse
산에 리군 블로기만남네 신나나원들라 닌타번에 투치 쉐이 단다 디젤야 산에 라파스비 요나 군지 쿠숍 헤르 마르틴 스텔링 전에 숭셰난교. Vielen Dank an die Tibeter-Schule von Rikon. Wir freuen uns jetzt, Herrn Stadtpräsidenten Herrn Martin Stöcklin aus Rapperswil-Jona anwesend zu haben. Am 15. April 1969 hat sich die erste tibetische Familie in Rapperswil niedergelassen. Inzwischen leben rund 50 tibetische Familien in Rapperswil-Jona. Bereits mit Hans-Ulrich Stöcklin, dem damaligen Gemeindepräsidenten und Vater des jetzigen Stadtpräsidenten, verband uns ein ganz herzliches Verhältnis. Die Tibeter aus Jona sind ihm heute noch dankbar für die unglaubliche Unterstützung bei der Integration, den Einbürgerungsverfahren und bei der Bereitstellung von Unterrichtsräumen für unsere tibetische Schule. Diese gemeinsame Vergangenheit und Geschichte hat dazu geführt, dass viele Tibeter mit Stadtpräsidenten Martin Stöcklin seit Jugendjahren eine freundschaftliche Bekanntschaft verbindet. Es berührt uns jedes Jahr, dass Rapperswil-Jona als Zeichen der Solidarität die tibetische Flagge am 10. März hisst. Es zeigt, dass die Geschichte der Tibeter und Tibeterinnen nicht vergessen ist und sie in der Gemeinde willkommen sind. Umgekehrt bemühen sich Tibeter, ein aktives Mitglied des Gemeindelebens zu sein. Die Tibeter sind heute in der Integrationskommission vertreten und engagiert. Wir wollen diesen heutigen Tag zum Anlass nehmen, den Bürgerinnen und Bürgern von Rapperswil-Jona für ihre Freundschaft zu danken und sind geehrt, Herrn Stadtpräsidenten Martin Stöcklin in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Ein herzlicher Applaus bitte. Sehr geehrter Repräsentant seiner Heiligkeit, sehr geehrter Abt von Rikon, sehr geehrte tibetische Würdenträger, sehr geehrter Herr Regierungsrat, geschätzte Kollegen, Gemeindepräsidenten, liebe Tibeter-Gemeinschaft. Ich freue mich unglaublich, hier vor Ihnen stehen zu dürfen und ich freue mich sehr über die Einladung. Wir haben es gehört, in den 60er Jahren die ersten Tibeter nach Rapperswil und Jona kamen, war das gegenseitige Staunen über die fremdländischen Gesichter und über die unaussprechlichen Namen groß. Über die Traditionen und die Rituale der Gäste haben die Rapperswil-Joner gestaunt. Niemand konnte sich so richtig vorstellen, dass es nur einige wenige Jahrzehnte braucht, bis die Tibeter nicht mehr auffallen und bis sie zu unserem Alltag gehören. Und andererseits hat es auch diese wenige Zeit gebraucht, bis die ehemaligen Gäste sehr rasch das Gastland als ihre neue Heimat angesehen haben. Kaum ein Rapperswiler und kaum eine Jonerin ist nicht mit tibetischen Kindern zur Schule gegangen oder arbeitet mit einer Tibeterin oder einem Tibeter zusammen. Sie haben es vorhin gehört in der Vorstellung, auch mich verbindet praktisch seit Geburt eine persönliche, sehr schöne Verbindung mit Tibetern und Tibeterinnen. Und zum Beispiel meine Mutter war lange Jahre Vormund eines tibetischen Waisenjungen. Ich möchte noch zwei weitere Beispiele bringen, die für mich sehr schön das Zusammenleben in Rapperswil und Jona zeigen. In den 80er Jahren waren praktisch jedes Jahr die Tibeter die größte Gruppe von Einbürgerungen, und zwar mit weitestem Abstand. Für viele ist das Frühlingsfest in Jona kein Frühlingsfest ohne ein Schabale vom Stand der Tibeter-Schule. Ich kenne Leute, die kommen aus der ganzen Region, nur deswegen. Ich sage jeweils dem OK-Präsidenten, dass er Glück habe. Im Prinzip bildet der Schabale-Stand das Frühlingsfest und die restlichen Buden rundherum einfach den Ort zum Anstehen dazu. Rückblickend ist die Geschichte von Tibeterinnen und Tibetern und Schweizerinnen und Schweizern ein gegenseitiger Glücksfall und eine Erfolgsgeschichte. Die Generation von Tibeterinnen und Tibetern, die damals in die Schweiz eingereist sind und hier angekommen sind, haben einen schmerzvollen Abschied
von ihrem ersten Heimatland hinter sich. Sie haben aber relativ schnell hier, ich habe schon gesagt, eine zweite Heimat gefunden. Die Schweizer haben sich auch sehr rasch, haben ihre Herzen sehr rasch den neuen Gästen gegenüber geöffnet. Die Gäste haben die lokalen Gegebenheiten, die lokalen Gepflogenheiten und Bräuche sehr schnell übernommen. Seit langem ist das Verhältnis zwischen Tibetern und Schweizern von Normalität, von sehr angenehmer Normalität geprägt, aber noch immer lernen beide voneinander und beide bereichern gegenseitig das Leben des anderen. Ich möchte aber noch einen anderen Punkt ansprechen, der meine Vorredner vielleicht noch nicht so erwähnt haben, der mir aber sehr wichtig ist. Die tibetische Gemeinschaft hat einen Ort erhalten und die Möglichkeit, ihre Identität, ihre Kultur und ihre Religion zu bewahren und an die nächste Generation weiterzugeben. Ich glaube, wir haben heute mehrere sehr schöne Beispiele gesehen, wie das funktioniert. Es liegt auf der Hand, ich habe gesagt, es ist eine Möglichkeit, aber es ist auch eine sehr große Verantwortung, die auf Ihren Schultern lastet, da bin ich mir völlig bewusst. Die Identität des tibetischen Volkes muss und kann nur außerhalb der ursprünglichen Heimat weiter bestehen. Das ist traurig, aber bis jetzt ein Fakt. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Aufgabe nicht immer sehr einfach ist. Ich habe selber Kinder, ich weiß, wie es ist, Kinder zu erziehen. Wenn ich auch noch eine kulturelle Identität mitgeben muss von einer Heimat, die nicht gleich vor der Haustüre ist, ist das umso schwieriger. Ich übertreibe nicht, es erfüllt mich mit unglaublichem Stolz, dass die Schweiz, dass Rapperswil-Jona, dass meine Heimat, ihre Heimat ist, aber vor allem, dass wir den Rahmen bilden können, damit sie ihre Identität bewahren können und dass wir sie in dieser Aufgabe unterstützen. Das ist mir eine sehr große Freude und immer wieder bin ich sehr stolz darüber. In diesem Sinne möchte ich Ihnen nochmals ganz herzlich danken. Ich danke Ihnen für die Einladung, ich danke Ihnen für die sehr, sehr herzliche Aufnahme, für das wunderbare Essen, für die schöne Gesellschaft. Ich danke Ihnen aber auch, und das ist mir ein großes Anliegen, und ich gratuliere Ihnen dazu, dass Sie das Erbe Ihrer Heimat bewahren, es an die nächste Generation weitergeben und auch die Freude daran der nächsten Generation weitergeben. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne alles Gute und es ist unglaublich schön, Sie in der Mitte unserer Gesellschaft zu haben. Danke. Sane Rapperswil Gunzi Kusho Stilling Chone Sungshe Nawadela Ning Tabanya Tuchi Shui An Tinjelia Mima Dugane Tabde Arsche Shibati Simbunangui. Vielen Dank an Herrn Martin Stöckling. Jetzt wird von der Tibeter-Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein eine Tanzdarbietung aufgeführt, der Arsche heißt.
미만 되가 내 탑대 나온 데리야 닝 탑에 투치 쉐이 디 제리야 믹세 군주 남리야 토지 림뷰기 싱다 비규이 Für die Spezialgäste übergeben wir unsere Danke Schweiz und Liechtenstein Souvenirs. Ich bitte Herr Regierungsrat Mario Fair. 초조소신이 야페로나 Ja. Ich bitte Herr Regierungsrat Mario Fair, Herr Martin Stöcklin, Herr Elmar Metzger, Herr Peter Luckenbühl, Herr Thomas Büchli, Herr Philipp Hepp, Frau Serena Hartmann, Herr Christoph Wittmer, Herr Jacques Arnat, Herr Röne Albrecht, Herr Ulrich Soltermann, Herr Aaron Rezzonico, Frau Eva Dietrich, Herr Thomas Ittern, Herr Urs Haller, Frau Gabriela Hofer und Herr Josef Armein auf die Bühne bitte. 다들 남아서 대세로나 도시레비 수액이 생다 갔을 고리슈인데 믹스에 군전 남아서라 생다 도스표이 런디 제도 생다 평에 근데 공업 전주 조체 아니 케르모체 조체 아니 유럽 지도 남반이 야 페로나 남아서 시기 차네다 conste kopshi kyojani dos pue yin shue yi oye da digamos je dago 미만 남아서 내 차 타주지 더불어 나온 쉐이 Nam
Thank you and shukriya. Kingantu semki sotani bukaweri wai. Bukaweri wai. Bukaweri wai. Einmal Foto machen. Nein. Allein. Allein? Ja. Ja, linge tamaliya tuchi shui ante jeliya mima dyoga ne yarto choma shebe gorsheshi simbunangui. Als nächstes hat die Tibeter-Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein ein Yardo Tsomo vorbereitet. Kela, die ist so an. Schick mal mein Bach. Nie musisz robić humor, Dene. Sulla lancia da pagini delle ni. Ah, dallo ci ciao. Ma da dune ci ciao. Ma dune mic space speaker talo yo. Ya ci lancia.
미만 되가니 고르시 신비나원들이야 닝타브네 투치 쉐이 디젤이야 퓨리 미마 초주초네 푸지림부당 제림게 주제 숭셰난교이. Vielen Dank für die Tanzdarbietung der Tibeter Gemeinschaft von Schweiz und Liechtenstein. Jetzt gibt es eine Dankesrede von Herrn Norbut Samda, Präsident der Tibeter Gemeinschaft von Schweiz und Liechtenstein. Most respected Kongo Ngudodojila, representative of His Holiness the Dalai Lama, most respected Mr. Mario Fair, government counselor and the head of the security department of Canton Zurich, most respected municipality presidents of Flaville and Ruti, most respected city president of Rapperswil, Jona, most respected special guest,
honored guests, ladies and gentlemen. It is a distinguished honor for me to talk and conclude this special event to thank Switzerland and Liechtenstein. I wish we could continue this event forever, but everything has a beginning and an end. Buddhist monks dismantled the beautiful mandala after completing their rituals to signify the nature of impermanence. Similarly, we will have to come to the end of this wonderful event. Tibetans began to come to Switzerland in the early 1960s as the situation in Tibet was and is still unbearable. 154 Tibetans have self-immolated in Tibet until now. This is the true condition on ground in Tibet. With your solidarity and support, there will be an end to the suffering of my people, and we will be able to reunite with our fellow brothers and sisters in Tibet. By supporting us, you are, in a way, supporting truth and the human spirit to resolve conflicts through non-violence, mutual respect, and dialogue. Just like the Chinese counterparts, we are proud of our culture and language. In fact, Tibetan language is the only language which holds the complete Buddhist teachings and is now even more complete in that regard than the Sanskrit language, which we consider the language of God and goddesses. Therefore, your support is a valuable contribution to preserving our rich culture and tradition, and the language as well. As we come to the end of this event, I request my fellow countrywomen and men to keep obeying the laws of our host countries, be hardworking and honest, and last but not the least, be fully integrated within the communities here, but at no means making any compromise on our rich culture, tradition, and language. Through our special guests this evening, we would like to express our profound gratitude and thankfulness to the government and people of Switzerland and Liechtenstein for supporting us over the last almost 60 years during the most difficult time in our history. I thank our special guests for spending your invaluable time with us today. We are now at the end of our special program to say thank you, Switzerland and Liechtenstein. I take this opportunity to thank all who are involved in this
making this special event a success one, especially to the Tumis and all the staff who are involved in this event. To the distinguished special guests, if you still have time, we welcome you to stay here and continue with our celebration of the 29th anniversary of the conferment of the Nobel Peace Prize celebration to His Holiness the Dalai Lama, which we started this morning at around 11 o'clock. Am Schluss, at the end, I would like to say thank you, Switzerland and Liechtenstein. Merci, Schweiz. Vielen Dank, Schweiz und Liechtenstein. Und wir entschuldigen uns für die ungefähr eine halbe Stunde Verspätung. Somit sind wir zum Schluss diesem Danke Schweiz und Liechtenstein Programm gekommen. Thank you all very much. Los tochana da ding aus die Swiss Liechtenstein shumani la tuju shwe ki the zerim di judi shwe yi number so de chame yabuse na so de kunjo number so la kamera na de yabuse na so ko ju ki de kamera na sa ne bige 가수 쇼에다 대해서 시라 야분나서 참아 투체나데 들이 믹스에 단다 제림다 지단게 비게 제림 돌아 차례나게 마고시라 요래 투면 남어서 저 집에 안 쇠담나래 데 땡제가라 제림 자로 나게래 아니 데 차례나게 마고 요데 셀라 단데 뒤인데 터지나게다 안 참아 러닝 타반에 도체 수기에 근데 제림디 주리 슈슈에 로스 도체나 단다 미마 초주촌에 숭샤 나와라 닝 타반에 도체 슈이 대제래야 초바기도 칸에 신의 신비 슈이 당보들라 산의 우장 초간에 신의 신비난귀 Einen herzlichen Dank an Norbutsamda, Präsident der Tibeter Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein. Jetzt werden Tanzdarbietungen von den Vereinen der 3 Provinzen vorgeführt. Als erstes das Üsang-Verein.
산에 위장촌에 신나 스피나원들이야 닝탑에 투치 쉐이 단도 디젤이야 산에 도도 초가네 신나 스피나기 Vielen Dank an das Üsang-Verein. Als nächstes gibt es eine Tanzdarbietung von Döde-Verein. Shaya
三年读读学呢，现在身边那问题了，你他们的突击学医。他的第一了呀，3年多没学呢，现在身边能够。Dank an das Dödeverein. Als nächstes hat das Dome-Verein eine Tanzdarbietung vorgestellt. 올랑하를 고슴든데 몸이 잡지 도이냐 여상가대 쟁강라지에 강하도이 고놀라게 아로예 조다무냐 섬쿠사리에 아로예 야세무티 조로사리에 아로예 조다무 든든든든들 샤가무라 야양태 도 강강 뜬담비 나와 좀 푸삼 소리냐 여성걸디 제발란지 발라너그 헐코노라가트지 아로예 샤그무르라 야양태 샤그무르라 야양태 그렇지3年多的学呢，现在是不那的了，人他们突击学医。他的第一节了呀，汤嘎古别给路嘎学呢，现在是不那个。Ein herzliches Dank an Döme-Verein. Als nächstes gibt es Gesangs- und Tanzdarbietungen von diversen Organisationen und Vereinen. Als erstes das Tongar Döbe-Verein. 야
산에 공부를 중기 기도에 신나남들이야 닝탑네 투치 쉐이 다탄데 디젤이야 탕가르 고블루가르 초반에 신나 심비난규이. Einen herzlichen Dank an das Gombo-Verein. Als nächstes wird eine Tanzdarbietung von Tonga Döbe-Verein vorgeführt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
단도 디젤이야 하세프 튠조니 신의 신비난귀. Einen herzlichen Dank an das Stongar Döbe-Verein. Als nächstes gibt es einen Auftritt der Lhasa Boys Association. 단도 디젤이야 산의 벽이 변배 촉배 초주 된대는 신의 신비난교. Einen herzlichen Dank an die Lhasa Boys Association. Als nächstes gibt es einen Auftritt der tibetischen Frauenorganisation der Sektion Dönde.
산에 벽에 비밀속에 소중기 신의 나무들이야 닌타번에 투지 쉬어이 다탄데 긴쇼기 자가나의 다탄다 타마
다른 투쟁기 제고디 자신아 아나 죽지 주바인 슈교당 첩지 나발행겔이야 아나 자시 딜레당 투체 진 쉐이 투체. Jetzt haben wir fast das Ende der Veranstaltung erreicht. Anschließend gibt es noch einen Gaucher und ich bitte alle, die wollen, auf die Bühne. Vielen herzlichen Dank und wir wünschen noch einen schönen Abend. 로스타들의 가수들 고시에 탑나이 딩외대 단대 간이 제림 잘로닝의 롱엔이 라 믹스에 토체 슈기 안드네 찍당 알아서 튀미래 아니 단대 자메나라 제림 잘로낭게디 로이 준주 제니 대대 야고시다 나서 안테 나버서시요데 드린인가 도사 시행전에 가면나야 되듯이 소소자 고라니라니 타번에 도체제 제다리를 지표죠 주의. 초강선 답비게 쇼게 가족 증나게 대 안게 직다래 치료내 비게 라게 존아야 되듯이 다초 참여게 될때 야구시다 나서 한 참말로 대 도체 주기 또미 뭐래 미래를 비게 제다표 했는데 대 두족의 당사 말에 디 참말로 도체시 아니 대 고시의 경과 표로 나서